Wir haben heute Jugendliche eingeladen, Schüler, Vertreterinnen der 7. bis 10. Klasse aus Berlin, um sie zu fragen, wie sie sich eigentlich ihre Ganztagsschule vorstellen, was ihre Wünsche sind, was ihnen gut gefällt, was sie nervt, wie sie sich die Schule vorstellen, an der sie sich wohlfühlen und an der sie gut lernen können. Der Schülerinnenkongress handelt darum, wirklich die Ideen von jungen Menschen einzusammeln. Und das können wir nicht im Büro machen, wenn wir am Schreibtisch uns überlegen, was brauchen eigentlich junge Menschen, was sind ihre Perspektiven, was nervt sie, was finden sie gut. Dass es eine gute Gelegenheit ist, erstens neue Leute kennenzulernen, dann aber auch mehr über den Schulalltag zu lernen, vielleicht auch was zu verändern. Das ist eine gute Möglichkeit, weil ich mich generell auch so oft über die Schule beschwere und über das ganze Schulsystem. Deswegen fand ich es heute eine schöne Möglichkeit, einmal meine Meinung dazu zu sagen und zu gucken, was man daran verbessern könnte. Ich finde es eine gute Gelegenheit, andere Leute und deren Meinungen kennenzulernen. Ich finde es sehr wichtig, daran zu arbeiten, die Schule zu verbessern und besonders angenehmer zu machen für die Schüler, aber auch für die Lehrer. Ich finde es halt sehr wichtig, dass Schüler auch ein Recht haben, mitzuentscheiden, was genau da abgeht. Ich finde es gut, dass wir um 8:30 Uhr Anfang haben. Wir haben eigentlich immer bis 15:30 Uhr Unterricht, außer am Freitag. Viele Pausen immer nach 2 Blöcken. So finde ich das die ganze Schule eigentlich gut. Dass wir mehr Zeit haben, die Räume zu verlassen und in andere Räume zu gehen. Oder generell würde ich gerne verändern, dass wir mehr bestimmen können, wann wir welchen Unterricht haben. Also wir werden sagen, was wir ändern möchten, aber halt, was wir sagen, werden wir rappen. Wir gaben wirklich ganz lang Ruhe, dann lieber Action in der Ganztagsschule. Wir wollen buntere Räume für größere Träume. Wir wollen was verändern, am besten schon heute. Darum, mit Sprache Informationen zu übermitteln zu können. Das heißt, dass wir erste Sprachtrainings hatten und dann werden wir uns jetzt etwas überlegen, was wir dann am Ende des heutigen Tages in 5 Minuten präsentieren könnten und eben auch mit dem kreativen Gedanken dahinter Ideen anders rüberbringen können. Meine Schule gefällt alles eigentlich. Das ist schon gut. Da sind so nette Menschen, nette Lehrer, alle sind richtig korrekt. Digitalität ist ein Punkt, den ich mir wünschen würde von der Schule. Da haben wir schon viele Sachen. Wir haben viele Angebote für Schüler, die mit digitalen Geräten arbeiten. Aber generelle schulische Geräte, die von der Schule auch bereitgestellt werden für alle Personen, die sich das nicht leisten können oder die daran arbeiten möchten, aber es erstmal ausprobieren möchten, würde ich mir sehr wünschen. Wenn halt wenn es das sozusagen eine Art Plan gemacht wird für alles, wie das funktioniert und dass da die Schüler auch mit dran arbeiten und dass sich dann auch gehalten wird. Wir gestalten Räume und bringen sozusagen dadurch ein, welche Ideen welche Verbesserungsvorschläge man hat für die Räume in den Schulen. Der Fußballplatz ist gerade zu alt. Da brauchen wir einen neuen Fußballplatz noch. Jalousien und Klimaanlagen in meiner Schule hinzufügen. Wir haben Probleme in Toiletten immer. In jeder Schule ist es so. Alle Klassenräume zum Beispiel immer gerade Reihen sind, der Lehrer steht vorne und ich finde, man könnte das alles so ein bisschen gemütlicher und ein bisschen so gestalten, dass man sich besser wohlfühlt. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass es bessere Ausstattung in den Räumen gibt, zum Beispiel in den Kunsträumen, dass es bessere Materialien gibt und auch in den Sporthallen und dass man mehr Sitzmöglichkeiten hat, sowohl drin als auch draußen. Plakate und Bilder und was auch damit zu tun hat, ist eine gute Form, Ideen, damit kannst du die gut rüberbringen. Und ich fand es ganz beeindruckend, dass die Gruppen auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise ihre Vorstellung von Schule, von einer Ganztagsschule vorgestellt haben. Und ich bin davon überzeugt, dass die Schülerinnen und Schüler auch tolle Ideen mitnehmen.
Schülerveränderungen und Veränderungen in der gesamten Schule kann nur passieren, wenn auf alle auch Rücksicht genommen wird und auch wenn auch von den SchülerInnen, die ja einen Großteil von den Personen in der Schule ausmachen, auch geschaut wird, was sind deren Probleme, worauf müsste man noch Rücksicht nehmen und was könnte man noch verändern.